Ahorn 96 und ich bin mit einem absoluten Superstar hier zusammen. Er ist der Niederlassungsleiter in Frankfurt. Ja, du bist der? Basti, hi. Wo sind deine Leute? Kannst du ihn mal gerade mal rufen? Ja, sag mal so nett. Das sind so original. Wenn du mal gerade zu mir kommst, da vorne ist er. Genau. Sag mal, du bist doch einer, du kannst gar kein Hochdeutsch, oder? Bitte? Du kannst kein Hochdeutsch, oder? Doch, natürlich. Nur Hochdeutsch. Nur Hochdeutsch. Du bist echter Frankfurter, oder? Offenbacher. Offenbacher. Genau. Ja, das ist eigentlich das falsche Teil von Frankfurt, so muss man so sagen, oder? Die andere Mainseite. Andere Mainseite. Genau. Sag mal, ihr Frankfurter seid ja lustig. Ihr habt ein riesen Publikum da unten, ja, die extra zu euch kommen, die wollen gar nicht nach Speyer, oder? Absolut, absolut. Wir haben den besten Chef. Sag mal, das Team, das Team ist unglaublich locker, aber das muss man sagen, die Leute sind ja im Freizeit unterwegs und ich sag mal da mal ein Späßle und so weiter, aber die Qualität muss auch stimmen, oder? Absolut, alles andere muss auch passen, sonst hätten wir auch nicht den Erfolg in Frankfurt, absolut. Wie bist du zu Ahorn gekommen? Du könntest ja alles machen. Ich kannte den Herrn Alexander Reichmann privat sehr gut und habe mitbekommen, dass das Thema Wohnmobile, das war vor 7 Jahren sehr gut gelaufen ist oder immer noch gut läuft und habe gesagt, okay, sehr interessant, auch für meine Person. Ja, und dann habe ich die erste Messe mitgemacht, das war auf der CMT, also auch hier in Stuttgart. Und ja, dann wurde ich angefixt, weil jeden Tag eine Unterschrift runterzubekommen und einen Vertrag. Du kommst aus dem Vertrieb, cool. du bist Genau. Durch und durch Vertriebler. Ich habe vorher 12 Jahre Immobilien gemacht im Verkauf und haben auch zum Teil gebaut. Ja. Ich fahre jetzt nach Mannheim auf dem Maimarkt und da drehen wir demnächst mal. Da habe ich mal Jacuzzis mitverkauft. Echt? Krass. Ja. Ganz wichtig ist der Verkäufer, der hat eigentlich eine zentrale Rolle. Also absolut. Dem Kunden, es geht nicht dem irgendwas aufzudrücken oder so, sondern die Kaufentscheidung, einfach ihm zu helfen. Absolut. Also natürlich geht es bei uns auch um die Unterschriften, das ist ganz klar. Aber auch das Vertrauen mit dem Kunden zu schaffen und dann wirklich von dem ersten Kennenlernen bis hin zur Begrüßung, bis hin zum Cappuccino, bis hin zur Finanzierung und der Fahrzeugübergabe ist alles bei uns aus einer Hand. Das ist so. Und du selbst, du bist aber nicht mehr im Vertrieb, du guckst wahrscheinlich von einem großen Fenster von ganz groß oben, was die Jungs alle schreiben, oder? Nee, ja, ich sag mal so, ich krieg das Verkäuferische auch nicht aus mir raus. Das heißt, das merke ich. Ich kann mich nicht ganz abseilen auch, und das Büro ist auch nicht so groß und auch nicht so hoch. Sag mal, deine Jungs im Vertrieb, das sind ja hier Granaten im Vertrieb, muss ich wirklich sagen, die Daten. Jetzt sind sie alle abgehauen. Die wollen nicht für die Kamera. Unser Special-Programm, der Herr Wegesser, der kommt gleich noch. Wo findest du die? Wo kriegst du die her? Also mit Christian habe ich damals Fußball gespielt. Und er war auch in der Kabine immer sehr gut und jemanden mit einer lockeren Art und Weise und auch das hat immer ganz gut funktioniert. Jetzt noch eine Frage, ihr habt unglaublich viele USPs, also es wird mir fast hier eine große Freude zu machen, vielleicht nicht auf GfK einzugehen. Alle Fahrzeuge haben GfK, sind schlagfest. Warte mal kurz, ich zeige das mal gerade. Wenn du mal gerade, sie ist immer so vorsichtig, ja. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen fester machen, ja. Dass man das mal sieht. Ja. Das kriegst du nicht kaputt, oder? Das hält, das ist Bombe. Und sollte mal was passieren beim GfK, können wir das jederzeit wieder fixen, was auch ein Riesenvorteil ist. Also Seitenwand GfK, oben GfK, unten GfK, innen GfK, volles Programm. Das ist auch nochmal ein Stückchen härter. Das heißt, wenn du einen Seitenaufprall kriegst, ja, ihr habt selten, dass ihr mal ganze Wände austauschen musst, du kannst reparieren, oder? Absolut, wir können alles wieder fixen, bis zum gewissen Grad. Also es darf halt nichts verzogen sein von unten, aber sonst alles, was die Außenhaut angeht, ist kein Problem. Ich finde ihn jetzt schon. Ich würde ihn sofort einstellen, aber er bleibt leider beim Alexander Reichmann. Das ist, oder? Über Kohle können wir über alles reden. Nee, aber es ist ein cooler Job. Und ich sag mal, was interessant ist bei euch, die Fahrzeuge werden euch relativ gut aus den Händen gerissen. Also das macht's einfach, der Preis stimmt auch, oder? Absolut, also wir kriegen jetzt auch das Feedback hier von den Kunden, die natürlich sich auch andere Hersteller anschauen, dass wir immer noch nach wie vor, trotz den ganzen Erhöhungen der Preise, immer noch im sehr, sehr guten Segment sind, was Preis-Leistung angeht, ja. Du kriegst bei dem Hersteller eigentlich, bei dem ihr einkauft, alle Qualitäten, wenn du bereit bist. Du musst die Qualität definieren, also was du gerne hättest. Dass du zum Beispiel diese Druckverschlüsse hast. Ja, ganz wichtig, da hatten wir auch vor 4-5 Jahren auch mal andere, aber die halten. Und das ist ganz wichtig, die sind robust, halten. Warte mal ganz kurz, wenn du mal drin bist, wir wollten dich eigentlich einschließen. Nein, wollen wir nicht. Auch in der Garage ist eine Heizung, also sie würde das überleben. Du kannst ja auch von innen öffnen, wenn sie zu sind, oder ist noch Feierabend? Ich war noch nie eingesperrt. Nur muss mal ausprobieren. Also nicht hier. Du hast umlaufende Gummikanten mit drin. Das heißt, die machen von beiden Seiten dicht. Ich nehme an, dass das Stück, das war vorher in der Wand drin, oder was rausgeschnitten wurde? Genau, absolut, ja. Also das wird nicht weggeworfen, sondern das wird wiederverwendet und passt natürlich genau rein. Ja. Dann habt ihr Rahmenfenster, Polyvision? Ja.
Das sind alles so Kleinigkeiten. Wenn du nicht darauf hinweist, dann siehst du hast vielleicht Aufsetzfenster. Also hatte ich gerade vorhin ein Verkaufsgespräch gehabt und es ist wirklich noch nicht überall so, dass es komplette Rahmenfenster gibt. Also sprich immer noch auch zum Teil Wie nicht überall. Fahrzeuge. Wenn du da weitergehst in die, ich sag mal, günstige Ecke, hast du oft Aufbaufenster, wirklich. Ja, und keine Rahmenfenster. Und ich hätte eigentlich schon gedacht, dass es mittlerweile jeder hat im Programm, aber ja. Heck GFK. Also das ist GFK, wenn du mich mal kurz aufklärst, ist es wirklich, ist es hagelresistent? Das ist aber ein mega Thema. Also wenn du mal einen dicken Hagel... Glasfaserverbund ist absolut, also man kennt ja noch von damals diese Wohnwegen, die meine Oma und Opa mal hatten, dass man diese Golfbälle hatte, das haben wir hier alles nicht. Also es ist sehr robust und wie gesagt, Vorteil, wenn mal was kaputt ist, können wir auch, man muss nicht komplett alles austauschen, man könnte mal punktuell auch was reparieren. So, ich guck mal gerade, ihr habt hier eine Serviceklappe mit drin. Was können wir damit zum Beispiel machen? Man kann eine Hundebox hochbauen. Ja, was wir oft machen, also wir machen sogar auch Trittstufen rein, ja, und bauen das oder viele separieren auch die Garage. Das heißt, wir machen hier ein Regalsystem rein. Das machen wir viel in Frankfurt bzw. in Dietzenbach. Und zur Linken ist dann die Truma-Heizung drin. Truma 4, was haben wir drin? Ja, oder optional auch die Truma 6 mit E sogar. Ganz ehrlich, bei den, ich sag mal, Werten, Isolationen, die du hier drin hast, Dämmungswerten, ist selbst die Truma 4 manchmal so, das ausreichend, oder? Absolut ausreichend, ja, reicht voll. E-Paket bei der 6, das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Du kannst also auch elektrisch, ja? Absolut, ja. So, komm, wir zeigen es mal, dass wir das mal sehen. Das hier ist ein Hotseller von dir. Du hast eben noch gesagt in der Anmoderation, ich kann sowieso nichts anderes außer denen. Ja. Ist das hier so Brot und Butter? Kann man schon sagen, das kaufen die Leute am meisten, oder? Ja, also ich sag mal so, meine kleine Idee war der A690. Das wäre jetzt der Pendant zu dem hier als Alkovenmodell. Das heißt, das ist jetzt ein teilintegriertes Modell mit Einzelbetten, Separierung, Schlafbereich, Wohnbereich mit der Trenntour, was natürlich... Aber jetzt die meisten sagen, Alkoven ist so hässlich. Ja, aber bei euch nicht, oder wie? Ja, ich sag mal so, man hat da auch Stauflächen zusätzlich. Und wenn man doch jemand mitschläft, hat man, oder man einen Streit hat oder wie auch immer, hat man halt auch Ausweichmöglichkeiten. Das hier ist ja kein Porsche, muss man sagen. Der Alkoven selber, also das tut dem Schritthocker gar nichts, ob ein Alkoven drauf ist oder das andere. Aber du hast halt, ich zeig das mal gerade hier, du hast hier quasi diesen leichten Buckel, hier sind sie genau nebeneinander. Das ist der leichte Buckel, daneben ist der Alkoven. Euer Alkoven ist auch schick geformt, oder? Ja. Ich gebe dir die Vorlage und dann sagst du, ja, absolut. Was meint er jetzt? Ja, aber es gibt auch andere Alkoven, die viel mehr aufbauen, die also viel subtiler sind. Noch ist, ja, das stimmt. Allerdings, ja. Aber ich glaube, den verkauft ihr auch auf. Die laufen übrigens wie geschnitten Brot, die Kanada-Dinger bei uns in den Videos. Absolut, absolut. Ja, es kommt auch beim Kunden bei uns sehr gut an. Warum? Wir haben Möglichkeiten, 6 Sitzplätze haben wir. Wir haben das Querbett hinten mit einer riesen Garage, sodass man auch eine schöne Vespa oder einen Roller reinpacken kann. Und natürlich den Alkoven, den ich generell sehr gut finde, weil einfach viel Platzmöglichkeiten schafft, auch wenn man nicht drin schläft. Auflasten geht hier mit dem Auto? Ja, wir können auf 4 Tonnen gehen über eine Luftfederung von Goldschmied. Das ist kein Problem. Das geht wirklich? Ja. Auch nachträglich? Ja, jederzeit. Dass wir das sehen. Ihr habt jetzt ganz neuen Bussystem mit eingebaut. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt, keine expliziten Schalter mehr. Funktioniert das gut in der Praxis? Viele Ausfälle? Also wenig Ausfälle, also funktioniert gut. Gut, ist ganz wichtig. Warum? Ich muss das Ganze ein bisschen erklären. Ihr kommt aus der Vermietung, ihr habt hunderte von Autos in der Vermietung. Ja, also wir haben in Dietzenbach 110 Fahrzeuge aktuell laufen. So. Und ihr könnt nichts verbauen, also ich glaube, in der Vermietung trennt sich die Spreu vom Weizen, und zwar wesentlich, oder? Auch qualitativ, absolut. Also wir wissen auch schon, bevor wir die Auslieferung machen, wo wir genau ansetzen, dass es dann auch langfristig passt. Was total hart ist, ja, ihr habt das Hubbett hier mal weggelassen. Ihr habt wirklich in der Niederlassung in Speyer fast nur Hubbetten. Ja. Wenn du mal gerade einen Schritt zurückgehst und bitte nicht stürzt, zurück dort in die Richtung. Und jetzt mal die Arme hochmachst, weil wenn ich das bei ihr mache, ist das langweilig. Sie ist nämlich nur 1,65. Du bist aber 1,83, was hast du? 1,86. 1,86 und die Arme hochmachst und du kommst mit Mühe und Not an die Decke. Ja. Und dieses Raumgefühl ohne Hubbett, die Leute hier reingehen, das ist Liner, oder? Ja, ist absolut mega. Man hat ja auch die Option noch mit einem Panoramafenster, das heißt, man könnte noch mehr Raumgefühl schaffen. Aber da sieht man auch mal. Wobei, ich muss auch sagen, wenn das Hubbett jetzt da ist, man fährt es ganz nach oben, ist es ungefähr auf der Höhe. Ja, aber es ist ein anderes Raumgefühl. Also die 20 Zentimeter ist eine Welt, glaube ich, wenn du drin bist. Wie auch im richtigen Leben, ja. Also überlegt euch das gut. Das Hubbett nachrüsten geht nicht. Nein. Wir können es aber rausnehmen. Also das geht, das hört jetzt unsere Werkstatt leider nicht gerne, aber die Option geht.
Also wichtig ist, viele sagen ja Enkelchen, Hutbett und so weiter und dann ist das Hutbett drin, das feste Spazieren und keiner benutzt es jemals. Und so hast du ein Raumgefühl, das ist, ich gehe hier mal zurück, das ist so sensationell. Du bist hier auf einem günstigen Reisemobil auf GfK-Basis. Wir reden hier nicht über 100.000, 200.000 Euro, sondern hier kann sich ein Normalsterblicher noch so ein Auto leisten, oder? Absolut, ja. Wir liegen jetzt bei dem hier Ausstellungsfahrzeug bei 68.000 Euro, genauso wie er ist. Also schon Markise, Rückfahrkamera, Chassispaket, Tempomat, ist wirklich alles dabei. Und was ich auch bei dem Modell liebe, ist wirklich die Separierung. Also man kann sich zurückziehen. Eine richtige Tür drin, ne? Ja, eine richtige Tür drin. Und ein wunderschönes Einzelbetten, die man optional noch zusammen machen kann. Und dann hat man eine Spielwiese von 2,20 Meter auf 2 Meter. Geh mal rein bitte, denn das Coole ist, du musst nur den Poppes fallen lassen und bist auf dem Bett. Zum Schmuggeln haben wir auch was. Zum Schmuggeln? Ein Geheimfach. Ne? Also hier haben wir auch die Möglichkeiten. Und ich zeig das mal gerade. Also da kann man zum Beispiel Unterwäsche, Schuhe und Co. Egal ja, was. Alles so Kleinigkeiten, dass wir hier wirklich auch alles genutzt haben. Stopp, das war zu schnell. Bitte nochmal aufstellen. Ich zeig mal gerade, wie du da hochkommst, weil viele klettern ja auf die Längsbetten drauf. Und hier musst du dich eigentlich nur fallen lassen, ne? Ja. Denn ihr habt hier eine Stufe reingemacht, die ist sehr, sehr breit und sehr, sehr ordentlich. Genau. Da gehen die ganzen Verkabelungen gehen rein. So, und da käme der Hund raus. Da käme der Hund raus, ja. Sag mal bitte. Also das ist der Durchgang für die... Ja. Ich muss zu dir nach Frankfurt kommen. Ich Oder glaube, das Kind, was nicht so nett war, das geht alles. Und, wir beide sind auf einer Wellenlänge. Denn wer also zum Lachen in den Keller geht, der fährt bitte nicht nach Frankfurt. Ihr seid ein lustiges... Ich glaube, die Zeit geht doch bei euch ultra rum, oder? Du gehst morgens rein? Also ich sag mal so, dadurch, dass man sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringt, sollte das auch irgendwo sehr familiär gehandelt werden und man sollte auch Spaß bei der Arbeit haben. Und wenn meine Mitarbeiter mit einer Grundeinstellung reingehen würden, dass es wirklich stressig ist, beziehungsweise auch keinen Spaß hat, zu arbeiten, aber bei aller Spaßigkeit muss es natürlich auch ernst sein. Das heißt, Ziel ist es natürlich, einen guten Service zu bieten. Ihr habt den Service ganz massiv erweitert. Ich habe die neue Servicewerkstatt gezeigt, ihr habt eine ganze neue Halle gebaut. Ihr habt die Mitarbeiter auf 100 Stück hochgefahren. Ihr habt die Kohle, die ihr verdient habt, nochmal komplett investiert. Ich meine, die Jahre 21, 22 waren ja richtig gut für euch. Ja? Aber ihr habt das Geld nicht behalten, ihr habt es investiert. Wir mussten auch was machen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das eine ist schön, natürlich der Verkauf, aber zum anderen muss auch der Service gewährleistet werden. Weil unser Ziel ist es ganz klar, der Kunde, der vor 1 oder vor 2 Jahren gekauft hat, wieder Neues bei uns zu kaufen. Und wir nehmen es schön wieder in Zahlung und haben dann auch wieder was für den Gebrauchtmarkt. Der Wertverlust, auch wenn du dich mal verkauft hast, vom Grundriss her, ist überhaupt kein Problem. Du nimmst den gerne in Zahlung, oder? Ja, absolut. Also hier ist auch ein Aufruf, der sein Wohnmobil wieder in Zahlung geben möchte und Neues kaufen will. Sehr, sehr gerne. Ja, absolut. Das ist so. Die Preise bei euch steigen moderat. Ihr habt aber oft die Ausstattung stark verbessert. Also man kann die Fahrzeuge von vor 3 Jahren überhaupt nicht mehr vergleichen mit den heutigen, oder? Nee, wir waren ja draußen auch bei den Scharnieren. Das ist so ein klassisches Beispiel auch. Oder auch im Innenraum. Also da ist ordentlich was passiert, ja. So, was ist hier drunter? Was sind da noch für Klappen? Das ist hier einmal Stauflächen. Warte mal, ich will mal rein. Gerne. Soll da mal reingucken? Also sind richtig groß. Ja. Und da? Hier können wir auch sogar eine Kleiderstange reinmachen. Ne? Und hier sind wir jetzt gleich nochmal für Weißt du, was ich richtig cool finde, ist, dass du diese große Stufe hier mit dabei hast und an dieses Fach, man müsste nur die Tür auf der anderen Seite montieren, dass sie auf die andere Seite aufgeht. Aber du sagst, die meisten greifen von hier aus rein, oder? Ja, absolut. So würde ich es jetzt mal tippen, ja. Ist ja aus der Praxis. Aber das mit der Tür ist gar nicht so doof. Nein, weil du dann, kam mir jetzt nur, weil du bist ja ein bisschen tiefer, da musst du dich nicht ganz so bücken. Nehmt ihr Kundenwünsche ernst eigentlich? Oder, absolut. Oder sagt ihr hier, komm, sei ruhig? Nee, also ich sag mal so, also speziell jetzt, ich kann jetzt nur bei uns über Dietzenbach sprechen, das definitiv so ist. Und es macht aber auch Spaß. Also natürlich, wir dürfen uns nicht selber verwirklichen, weil dann steht es nicht mehr in Relation. Man muss ja auch immer das Ganze noch wirtschaftlich halten. Aber wir haben schon die ein oder anderen Spezialisten, die dann wirklich auch mit dem Kunden vor Ort sich individuelle Sachen anschauen und das probieren zu realisieren. Also was mir auffällt, ist ein absolutes Qualitätsmerkmal ist, wenn die Tür zum Beispiel keine Einstellmöglichkeiten hat. Das zeige ich mal gerade. Ihr habt praktisch kleine Scharniere verwendet ohne Einstellmöglichkeit. Bedeutet im Umkehrschluss, die Qualität des Aufbaus muss stimmen, weil du kannst im Nachhinein nichts mehr einstellen. Es muss stabiler sein, ja. Es muss stabil sein. Aber wir haben auch manchmal, dass es dann nicht perfekt war und dann wird da schon nachgeholfen. Das ist aber normal. Also beim Reisemobil, es bewegt sich. Ich habe viele Möbelverbinder drin, die auch beweglich sind, die da sind. Simone, setz dich mal bitte hin. Ihr beide seid jetzt das perfekte Paar für RTL und zeigt das Ganze mal. Der neue Bachelor.
Der neue Bachelor, hat sie gesagt. 1 Meter und was hast du? 1,86 Meter. 1,86 Meter meets 1,65 Meter. Und hier siehst du auch, das ist so eine klassische Möglichkeit. Ihr beide seid gerade frisch angekommen. Jetzt kommt der böse Onkel noch mit dabei, setzt sich in die Bank noch mit rein. Der Tisch ist multifunktionell, lässt sich viel verstellen, also oder? Einmal was die Höhe angeht und dann können wir auch, wenn wir die 3 Scharniere geöffnet haben, praktisch komplett wie beim Pizzabacken. Mach mal. Einmal rum. Okay, alles klar. Wie beim Pizzabacken. Hat er. Ist ja krass, ihr seid ja Autoverkäufer der alten Schule. Also so. Dann haben wir die Möglichkeit. Sensationell. Also, Ich würd bei ihm direkt einen Gebrauchtwagen kaufen, weißt du das? ja, glaube ich dir. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum kein 9? Wie geil! Er hat alle. Ja, gibt es jetzt noch etwas, was uns hindert, dass wir hier und heute eine Entscheidung treffen? Nee, absolut nicht. Also, Sag mal, Typische Verkäuferfrage. nee, das hier ist ja jetzt eine Verkaufsmesse. Das heißt, die Leute können hier schreiben. Ihr habt Sonderangebote. Ist das erstmalig seit 2 Jahren, dass ihr so Pakete wieder erstmal bildet? sind wir froh, dass wir seit 2 Jahren wieder hier sein dürfen. Also das hat uns schon gefehlt. Aber ja, die Preise sind definitiv nach oben gegangen, beziehungsweise, aber ich sag mal so, es gibt immer Möglichkeiten, gerade bei uns, mit uns kann man über alles sprechen und auch die Verfügbarkeiten sind gerade im Kastenwagenbereich sehr gut bei uns aktuell und das ein oder andere Schnäppchen werden wir wahrscheinlich auch nach der Messe verfolgen. Ihr finanziert ja im Moment recht stark. Jetzt ist heute der 16. Januar. Wo liegen wir denn bei Consors? Aktuell bei 5,99 mit einer Garantieverlängerung drin, Basiszinssatz liegt bei 6,49 auf 150 Monate. Von einem Jahr? Gut. Basiszinssatz lagen wir bei 3,99. Also nicht ganz verdoppelt, aber du musst sagen, viele Leute bei euch, ich meine, das ist ja auch schon schön, dass ihr die Consors habt, denn viele kommen vielleicht her, haben vielleicht nur 55.000, dann soll es dann doch die 66 werden. Ab 10.000 Euro Finanzierung habt ihr was ganz Tolles. Euer Partner Consors bietet eine jederzeitige, gebührenfreie Abwicklung des Kredits, indem man die Restsumme bezahlt. Das ist schon mal sensationell. Und es ist eine Garantieverlängerung mit drin. Genau, ab Garantieverlängerung, also sprich nach Unterschrift dann 6 Jahre. Wie 6 Jahre? Auslieferung, durch die Garantieverlängerung. Nochmal 6 Jahre? 6 Jahre. Also 2 Jahre macht ihr und 4 Jahre macht Consors. Genau, packt es mal oben drauf und das ist möglich, wenn Sie bei uns 10.000 Euro finanzieren, dann können Sie die Garantieleistung mit in Anspruch nehmen. Ja, aber das heißt, ich hab dann länger Garantie, wenn ich nicht gleich alles auf den Tisch lege, oder wie? Nee, ja, also man muss eine Finanzierung praktisch eingeben. Mindestens 10.000 Euro. Ja, das ist so. Also das heißt, du gehst hin und oft sagen die Verkäufer dann, lass uns doch 10.000 Euro finanzieren, dann kommen wir an diese geniale, und das ist eigentlich vom Wert her ähnlich einer Herstellergarantie. Das heißt, da sind sogar alle Geräte sind mit integriert. Absolut, ja. Und man kennt es ja, glaube ich, selber, so nach 2 Jahren, dann geht der Fernseher los oder nach 2,5. Das ist auch mit drin. Ja. Fernseher zum Beispiel, also wenn es hier was an dem Tag beziehungsweise bei Unterschrift mit im Vertrag ist. Ja. der Kühlschrank mit drin, da ist zum Alle Beispiel Elektro, alle Aufbauteile, alles mit. hier die Simone hat Garantieverlängerung. Das ist gut. Da die Klappen, was kann man da noch reinmachen? Es ist eine Staufläche. Staubfläche. Ist das tief? Oh ja. Sehr tief sogar. Sehr schön. Was ich krass finde, ist, ihr habt an den Scharnieren Stoßdämpfer eingebaut, kleine. Das ist, weil auch die können ja mal wackeln oder irgendwas machen. Ja. Muss man den noch stark entklappern, weil ich arbeite gerne mit Filz und so, um nachzubessern, auch bei hochwertigen Fahrzeugen, oder sind die relativ? Also ich sag mal so, bei den 2 würde ich es machen. Das ist ein ganz guter Tipp. Bei denen hier mit Soft Closing ist alles super. Also was die Scharniere angeht. Also das ist wirklich sehr Also fest. Tipp ist, kauft euch doppelseitiges Filzklebeband. Das kaufe ich immer. Absolut. Amazon 15 Meter Rolle. Und dann nehmt ihr die weiche Seite und schneidet nur die ab. Ja? Genau. Und klebt die, zum Beispiel an der Stelle, wenn du gerade mal aufmachst. Ja? Und das ist sensationell. Du klebst die innen einfach hier drunter. Das heißt also hier, dann machst du zu und dann hörst du nichts mehr. Das ist so. Das machen aber eure... Also mit Filz, es kann immer mal sein, dass immer mal... Sollte immer, ich meine WD-40, das ist noch das Wundermittel Nummer 2, WD-40. WD-40, Ja. Okay. So, dann, echt, WD-40 nimmst du dafür? Also jetzt nicht dafür, aber generell, ne? So wenn für es Scharniere und Co., wenn es quietscht, ist immer ein ganz gutes. Du kennst meinen Geheimtipp für gelbe Toilettenbrillen. Nee, noch nicht. Achso, für gelbe. Wenn die also vergilbt sind, sondern, sag mal, Backofenreiniger. Backofenreiniger einwirken lassen, 15 Sekunden. Jede gelbe Toilettenbrille, an bestimmten Punkten wird die ja gelb, ja. Okay. Bei dir nicht natürlich. Weil Ich überlege gerade, aber wenn das so ist, ich würde sie tauschen einfach. Nee, Backofenreiniger wird komplett weiß wieder. In ungefähr 10 Sekunden. Danke für den geilen Tipp. So.
Der war kostenlos. Komm mal mit. Lifehacks bei Sven Herzog. So, Lifehacks weiter. Vielleicht noch gerade hier oben noch ganz kurz zeigen. Das Spülbecken. Haben wir das noch abgefrühstückt und Oberschränke. Aber guckt euch hier an, wir haben alle Fahrzeuge schon mal gedreht. Aber du müsstest eigentlich ins Fernsehen, ja. Das ist ohne Witz. Du hast einen... Ist das jetzt ein Kompliment, oder? Positiv, ja. Du bist lustig, also du nimmst, glaube ich, den Leuten auch ein bisschen die Scheu, weil viele haben ja Angst, so viel Geld auszugeben, da will man Vertrauen fassen und du bist auch ehrlich. Bei dir, also wenn mal was passiert, ihr könnt es reparieren, jetzt mittlerweile umso besser. Es gibt kein Reisemobil, wo gar nichts passiert, oder? Es ist immer mal... Nein. Ich meine, die Adresse findet man bei uns im Internet, wenn irgendwas ist, gerne vorbeikommen. Wir Sehr können schön. nicht immer weglaufen. Das Bad, mach mal auf. Lass mal ganz kurz reingucken. Übrigens hier, schönes Detail, ihr habt das Ganze unterledert, damit die Sachen eben nicht klappern an der Seite. Außerdem sieht es auch nett aus. Kostet auch ein bisschen was, aber wenn man das sieht, Toilette ist ausreichend. Eine feste Dusche, ich glaube, das wollen viele, oder? Ja, absolut. Ist ein Muss. Und ich finde es auch gut, dass es nicht im Schlafbereich oder irgendwo integriert ist, sondern komplett separat gehalten worden Ist in der Mitte. Das heißt, wenn du ein Hutbett hättest, könnten beide getrennt duschen. Genau. Und der eine muss dann nicht in den Schlafbereich rein. Oft ist ja so, dass meine Tochter, die ist 33, die will dann nicht unbedingt, dass ich ihr zugucke, wie sie duscht oder so. Das ist ja ganz normal. Und jeder will seine eigene Privatsphäre haben und auch halten. Auch größere Kinder, Ja. wenn die mitfahren, ich sag mal, die Tochter, die vielleicht 15 ist oder so, die will sich die Haare kämmen, waschen, hier kann sie zumachen, hat einen eigenen Waschraum, oder? Absolut. Oder man kann sich auch mal zurückziehen hier, ne? Das ist die angesprochene Zwischentür zum Schlafzimmer, wenn irgendeiner, keine Ahnung, sich ausschlafen möchte oder wie auch immer, kann man sich einfach mal zurückziehen. Hubstützen, geht das bei euch in Verbindung mit der Auflassung? Auch nicht. Also wir sind noch nicht so im Thema drin, aber Heckstützen, ja, das ist kein Problem, aber elektrisch sind wir noch in Klärung. Seid ihr bei? Okay, gut. Aber wenn das geklärt ist, nachrüsten können wir es dann, oder? Dann ja. Sehr schön. Boah, du bist so ehrlich. Das ist schon schlimm. So, kann man gucken. Wir gehen raus. Das ist der meistverkaufteste Ahorn und die Leute stehen schon Schlange, um ihn zu gucken. Ist wirklich so. Also wenn du die Details kennst, Full GFK, der Motor, Hammer-Drehmoment. Erzähl mir mal bitte was. Du brauchst im Zweifel nicht den großen Motor. Der kleine Motor hat dasselbe Drehmoment. Ja, 145 PS Biturbo mit Steuerkette und reicht vollkommen in jeder Lebenslage. Und wir haben auch einen Berganfahrassistent, also nicht Angst haben, am Berg zu stehen. Das rollt nicht zurück. Gut, so, jetzt werde ich dich wieder mal in Ruhe lassen, denn du musst noch ein bisschen was schreiben. Und wir werden mal durch die Hallen pilgern, haben auch gefilmt. Wir haben ein B-Team, das werde ich gerade mal vorstellen. Ich denke, die sind noch am Filmen. Ich gucke mal gerade, wo die sind. Vielen Dank erstmal dir. Dein Name, Vor- und Zunahme? Bastian Borchers. Bastian Borchers. Und ihr seid in Dietzenbach. Bei Frankfurt am Main. Bei Frankfurt am Main. Was ist dein Lieblingssender in Hessen? Sender? Ja, ist es Planet dann. Planet Radio. Ja. Okay. Oder FFH. Antenne Frankfurt. Antenne Anzeige Frankfurt. geschaltet. Ach, beim Schwenk. Genau. Einmal am besten. Ich komme ja auch aus der Gegend. Okay. Ja. Beim Schwenk, da gibt es noch so einen kleinen, der etwas kräftiger ist. Wie heißt der? Oh, ich bin mit Namen ganz schlecht, aber ich weiß, wie Der du ist meinst. ein Typ wie du. Ja. Ja. Eike Knall. Kennst du? Nee, geil. Okay. Der ist gut. Aber schöne Grüße an Stefan Schwenk von Antenne Fahren. Der macht das gut, oder? Perfekt. Ja, absolut. Es ist bezahlbar. Es bringt was. Hört das jemand, Antenne Fahren? Ja gut, wir haben primär die Vermietung praktisch beworben und ich kann es jetzt Da nicht kamen genau, Leute. aber es kam auf jeden Fall, war es ein guter Resonanz, kam auf jeden Fall. Die Vermietung, ihr verkauft normalerweise jedes Jahr die Autos komplett neu. Ich glaube, ihr habt sie diesmal ein bisschen länger gehalten, oder? Eine Vermietung. Ja, der Zeit geschuldet, aber sonst sollte das in naher Zukunft wieder das alltägliche Geschäft Okay, das heißt, man kann ja demnächst auch ein Schnäppchen machen. Die Vermietfahrzeuge oft ein bisschen einfacher, muss man sagen, die kann man aufrüsten, oder? Ja, absolut, kann man alles machen. So, die habt ihr nicht hier stehen, die Vermietflotte, oder? Nein. Unten steht, glaube ich, eins, oder? Eins steht da, ja. So, hier sind wir. Also, das ist der Caravan-Salon, hätte ich fast gesagt. Nein, wir haben die, was ist denn das für eine Messe? Wie heißt die? Achso, die CMT. CMT heißt die so. Und das ist Sandra. Normalerweise bist du bei uns in Saarbrücken. Ihr seid das B-Team quasi. Was hast du heute besichtigt? War das gut? War gut bisher. Okay. Messeeinsatz. Ihr bleibt bis Freitag? Ja. So, es ist viel zu tun. Ist das hier wesentlich anders wie in Düsseldorf? Wie ist abends? Hast du da auch irgendwie Beine oder Füße wie Backsteine? Wir sind ja erst den ersten Tag da, müssen mal gucken. Noch tut nichts weh. So, und da ist der Florian. Er hat nämlich witzigerweise genau die gleiche Ausrüstung wie ich. Ja, bloß. Bitte was sagst du? Wir spiegeln Wir spiegeln uns gerade, ja. Vielen Dank, Florian. Wenn ich mal drehst, gerade mal, da sieht man es also hier, German Television. Ihr wart in der Schweiz, haben alle gefragt, wo ist denn der Sven, oder? Genau, die haben dich vermisst. Wo ist denn der Sven? Genau. War nicht da. So, vielen Dank fürs Drehen und wir sagen gleich mal Tschüss. Also großer Stand hier
und werden uns den Mann gleich mal schnappen, der hierfür zuständig ist. Vielleicht machen wir noch einen ganz kleinen Rundgang, was da ist. Aber ich denke, die Kollegen werden jetzt jedes Fahrzeug filmen und dann sind wir demnächst in Frankfurt mal. Das ist ja unweit von dir, oder? Ja, da kann ich sehr, sehr gern mitkommen. Ja, das ist schön. Da will ich dich auch haben, weil die Jungs sind so klasse. Die haben sich aber jetzt gerade hier verpieselt, muss ich sagen. Und wen ich unbedingt noch vor die Kamera haben möchte, bist du. Ja, hi, grüß dich, ich bin der Christian, grüßt euch. Ihr müsst wirklich nach Dietzenbach fahren, denn das ist sensationell. Stopp, warte mal ganz kurz. Sagen Sie nichts Falsches. Du kennst sie alle, oder? Ja, ich bin, ja. Das ist ein Kumpel von dir gewesen, oder? Oder ist er jetzt immer noch? Nee, der Basti war und ist ein Kumpel, ja. Ihr seid ein tolles Team. Ich hab's auf Kamera. Was ich geil finde, ihr Hessen seid ja wirklich witzig, aber du bist so, hast du irgendwas genommen Ich bin heute? noch nüchtern. Nachmittags musst du noch mal kommen. Das ist nicht gespielt, du bist so, oder? Nee, ich bin wirklich so, ja. Du kannst gar nicht anders, ne? Kann gar nicht anders, ja. So geboren worden in Offenbach, ja. Und du bist auch bei Ahorn. Ich bin auch bei Man kann dich da jawohl. finden. Jawohl, Christian Weggesser, Verkaufsleiter, die besten Angebote. Ist der Hammer, der Typ, oder? Ja, sag ich doch. Ja, absolut. Wie lange bist du schon dabei? Jetzt 3. Jahr. Und wie hat er gesagt, komm, du musst da hin, ich bin da, das macht Spaß, die Leute gut, wollen... Wir kennen uns ja aus dem Kindergarten. Ja. Der hatte immer ein gutes Auge für gute Mitarbeiter und das hat's gepasst, ne? Okay, du hast ihn aber damals nicht verprügelt im Kindergarten, nee. Nee, andersrum, er war breiter, ja. Okay. Sag mal, jetzt ohne Witz, ich habe selten so lebenslustige Verkäufer gefunden, die aber beides können. Die können umschalten, also die sind auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite hat er eben noch gesagt, ja, Thema Service, mussten wir was machen, haben wir was gemacht, Ja. hat das gesehen. Auch das Thema, ich sag mal, Fahrzeugvarianz könnt ihr nicht ins Unendliche treiben. Ihr hört auch auf die Leute und so weiter, aber die beiden hier oder die drei, der ist jetzt schon wieder weg, da oben ist ein ganz großer. Ja, der Die zu dritt, da musst du doch kaufen, oder? Ja, wirklich ganz nette Leute, aber eben auch professionell. Ne? Also man kann mit denen Spaß haben, man kann mit denen auch mal nach Feierabend Bier trinken. Aber sind auch professionell und machen einen sehr guten Job. Und man sieht es auch an den Bewertungen in Frankfurt, in Dietzenbach ist wirklich eine Vorzeige-Niederlassung. Alle Kunden sind zufrieden. Ist so. Ansonsten werden die erst gar nicht rausgelassen. Die werden eingeschlossen. Und Frankfurt ticken wir ein bisschen anders, ja. guck mal, Google hier. Ich zeig dir mal, wie das jetzt geht. Genau. Ja, da vorne ist die... nee, Genau. Nein, um Gottes das Willen. waren die Leute freiwillig. Ja. Ist nur zweimal vorgekommen. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Also...